So, willkommen zurück. Ein kleines Update-Video für heute. Wir werden heute darüber reden. Squeezed AMC jetzt, Squeezed GameStop, ein kleines Update on Beyond und weil sich jemand gewünscht hat, Sea on Oil. Wenn ihr interessiert seid, bleibt einfach dran. So, wie immer, ich benutze die Fractal-Methode. Ich werde wieder das Erklärvideo am Ende des Videos dranhängen oder ihr sucht es einfach nach der Playlist Fractal Method. Gut, na dann springen wir gleich in AMC. So, für AMC heute wieder nur ein kleines Update, was wir heute gemacht haben. Für Price Target, für die Geschichte, für One-Part oder Two-Part Squeeze. Ich werde das große Video wieder am Ende verlinken. Heute schauen wir uns noch an, was wir gemacht haben. Na, dann zoomen wir mal rein. So, ich sag gleich, ich habe leider noch immer zwei Versionen. Ich bin bullish, aber ich habe noch immer zwei Versionen. Vor allem mit diesem Close heute beim Marketschluss. Ich fange jetzt nur mit der bärischen Version an, weil ich habe das englische Video vorher gemacht. Also für Version 2, weil die bärische Version ist Version 2, bedeutet, dass Jänner, 8. Jänner nicht unser Wie war. In dem Fall werden wir heute, morgen wahrscheinlich schon anfangen runterzufallen. Dann müssen wir erst wieder unser High-Low machen. Dann müssen wir erst auf zu unserem A gehen, was nicht über $2 sein wird, 0.5 Pullback und dann squeezen wir. Warum habe ich diese Version? Heute hat es perfekt ausgeschaut. Ja? Wir sind unter unserer 0.786 FIB gegangen, sind gebounced, alles war perfekt. Und wir haben sogar ein kleines Micro-High-Low gebildet, perfekt. Problem ist nur, wir haben einen doppelten Boden gemacht. Es gibt bei meinen Regeln keinen doppelten Boden. Also ich glaube noch immer, was auch immer wir machen, wir müssen hier auf jeden Fall noch drunter. Ja. Für Version 2, für die bärische Version bedeutet das, wir knallen runter, machen ein neues Low und was ich halt vorher gesagt habe. Um das absolut klar zu machen, in dem Fall wird auch GME runterknallen. Einfach. Die zwei gehen entweder gemeinsam rauf oder sterben gemeinsam. Das wäre aber noch immer nicht bearish. Ich glaube nicht, dass AMC sterben wird, aber es wird länger dauern. Gut. So viel zum bearischen Bullshit. Jetzt gehen wir zum bullischen Bullshit, Version 1. Ja. Für die bullische Variante bedeutet das nichts anderes als der 8. Jänner war unser Wie. Das Ganze ist unser High-Low. Wir haben zwar heute einen doppelten Boden gemacht, okay, aber in dem Fall brauchen wir einfach nur einen Wick unter 1,49, also 1,48 und das reicht schon. Oder ich kann mich irren und ich habe nicht alles auf dem 30-minütigen Chart angeschaut und dieser doppelten Boden ist in dem Fall scheißegal. Ja. Was das Ziel ist, von hier geht es nach oben. Nichts über $2, das wäre unser A. $2,10, aber nichts Gravierendes. Dann nehmen wir von unserem Allzeit-Low die 0.5, fallen runter zu 0.5 Pullback, also das wäre bei 1,94 wäre das 1,68 und dann rennen wir. Weil AMC ja immer montags, freitags squeezed, für die absolut bullischste Variante würde ich sagen, bis Mittwoch gehen wir rauf. Von Mittwoch bis Freitag knallen wir runter. Montag, nächste Woche squeezen wir. Längere Version, wir gehen bis Freitag rauf, fallen die ganze nächste Woche runter zu 0.5, die Woche drauf squeezen wir. Ja, es schaut noch immer gut aus und ich habe mich heute auch schon teilweise eingekauft, weil es so gut ausschaut. Für diese Variante ist es aber essentiell, wir dürfen 1,46 nicht brechen, klarerweise, aber auch nicht berühren. Ja? Was absolut fix ist, das Makro High Low, das große,
endet nicht in einem doppelten Boden. Das ist absolut ausgeschlossen. Dieses Micro High Low ist scheißegal. Das Makro High Low nicht. Solange wir über 1,45 bleiben, also was 1,45? Ja, 1,46. Solange wir lowestes Level 1,47 sind, ist alles perfekt und wir haben noch immer die perfekte Chance nach oben zu gehen. Sollten wir das berühren, machen wir ein neues Low. Schauen wir, was bis Ende der Woche passiert. Gut, nächstes ist GameStop. So, auch für GameStop, für die ganze Geschichte. Ich verlinke das Video wieder am Ende des Videos, auch für was passiert als nächstes, Price Targets und. Wir schauen uns nur an, was wir heute gemacht haben. Und leider auch für GameStop. Es tut mir echt leid. Ich hasse mich selber dafür, aber ich habe leider noch immer 2 Versionen. Auch hier fangen wir mit der bärischen Version an, weil das englische Video vor euch war. Das bedeutet, Version 2 ist die bärische Version. Das bedeutet, der Peak heute, dieser Run, den wir heute gemacht haben, war einfach nur unser kleines T. Das bedeutet, auch ab morgen knallen wir hinunter. Mein Preisziel ist noch immer 17,50, bleibt noch immer gleich. Wir bekommen unseren Bounce hier unten, machen dann ein Higher Low und dann squeezen wir. Ja? Und wenn GameStop das natürlich macht, macht AMC genau dasselbe. Was wichtig dafür ist einfach, ihr seht ja, wir haben hier einen wunderschönen Trend heute gemacht. Der schaut auch bullish aus. Sollten wir unter diese Wedge hier wieder drunter fallen, die Wedge, die wir seit 2024 haben, und diesen Trend brechen, ich sage euch, das wird das Knife. Knife runter zu 17,50. Sollten wir vom morgen Abend aufwärts gehen, ist alles okay. Sollten wir, ich werde das jetzt bei Version 2 auch gleich nochmal zeigen, sollten wir $28 brechen, ist diese Alternative weg. Komplett weg. Sollten wir vom morgen runtergehen, zeige ich euch jetzt gleich, ist es leider noch immer dasselbe Landmark wie Juli 2021, 20 oder wie März 2024. Auch hier hatten wir eine Monster Candle und sind nachher runtergedeift. Ich kann diese Alternative noch nicht löschen. Es tut mir echt leid. Jetzt zur Version 2.1, die bullische. Bedeutet nichts anderes. Wir gehen vom Morgen an aufwärts. Preisziel ist irgendwas zwischen 28 und 30. Ja, das wäre unser A. Dasselbe wie AMC zu $2 ungefähr. Dann machen wir den 0.5 Pullback, wo auch immer der sein wird, wenn wir $28 unser A ist, dann gehen wir runter zu 23 und dann rennen wir. Das bedeutet auch nichts anderes, dass der 21. November unser Viva, der 31. Dezember unser Higher Low war und auf geht's. Auch hier wieder für Zeit bedeutet, wenn wir ganz schnell sind, bekommen wir unser A am Mittwoch, den Pullback bis Freitag und nächste Woche squeezen wir. Für länger, wir machen die ganze Woche bis Freitag dieses Raufrennen, fallen die ganze nächste Woche runter und dann geht der Squeeze auf die folgende Woche. Aber wie auch bei der bärischen Version, wir dürfen nicht mehr unter diese Trendlinie. Und es wäre auch sehr gut, wenn wir diesen Trend nicht brechen würden. Sonst schaut es scheiße aus. Und mir wäre es echt lieber, wenn wir die bullische Version spielen. Ja? Okay, kleines Update zu Beyond. Auch hier nur kleines Update heute. Volle Geschichte ist im Video, was ich verlinke, mit Price Targets und so weiter und so fort. Wir schauen uns heute nur an, was wir heute gemacht haben. Ja. Für Beyond hatten wir bis jetzt, glaube ich, 3 Versionen. Mit dem heutigen Move haben wir nur noch 2. Wir fangen mit der schnellsten Version und das ist die bärische. Das bedeutet, dass das Ganze unser Higher Low war. Und das bedeutet auch, dass diese Sektion hier einfach nur unser T war. Ja. Bedeutet, wir fallen hier runter, wir müssen unter 80 Cent. Und wenn wir unter 80 Cent fallen, wir haben hier noch immer eine Gap offen, die geht bis 66 Cent.
dann werden wir diese auch sehr schnell füllen. Und dann geht es nach oben. Ja. Das ist unsere Version 1 für die bärische Version. Für die bullische Version steht noch immer, das ist hier nicht unser T, sondern das große Higher Low war fertig. Dieses Higher Low war fertig am 20. November. Und wie ich auch immer sage, wir haben einfach nur unser kleines Micro-Higher Low zu diesem Higher Low angefügt. Bis heute, bis zum heutigen Move, hatten wir noch immer die Chance, dass das unser M und das unser T war. Ja? Und zoomen wir ein bisschen rein. Und in dem Fall habe ich ja im letzten Video gesagt, wäre das hier unser kleines Micro-Higher Low zu diesem Higher Low gewesen. In dem Fall hätten wir hier aber rauf müssen. Sind wir nicht, wir sind hier durchgebrochen. In dem Fall ist das hier unser M und das heute, im besten Fall, war unser T. Wir müssen also jetzt zu unserem V under A. Unser V under A ist wie immer bei der 0,786. Das bedeutet hier bei 86 Cent. Allerdings unser A-Boden, nur für das hier, ist bei 85 Cent. Also ich gehe davon aus, wir müssen hier unter 85 Cent runter und dann können wir marschieren. Oder das hier war nicht unser T, weil es ist doch relativ klein. Das bedeutet, wir würden jetzt raufgehen. Das wäre dann unser T. Wir brechen nicht, was wäre das? 94 Cent. Und nachher geht es nach unten. Ja? Für Levels. Warum auch immer wir jetzt von hier raufgehen, wie immer, alles über $1, 1 Cent ist bullish. Unser V under A ist bei 85 Cent. Sollten wir unter 82 Cent fallen, meiner Meinung nach Version 1, bearish, wir füllen die 66 Cent. Okay? Gut. Und letztes ist Zion, weil sich das jemand gewünscht hat. Ich meine, es ist ein OTC Stock. Ich würde diese Art von Aktien nicht angreifen, aber ist eure Sache. Für Zion. Ich glaube, wir sehen hier sogar schon unser B. Also die IPO ist in unserem B gestartet, dann Allzeithoch war unser C, Lower High, Midpoint T. Fürs bullische Tracking wäre der 7. Oktober das V. Allerdings muss ich dazu sagen, mir fehlt in diesem Ganzen hier noch immer das Higher Low zu unserem T, M und L. Bedeutet, wir machen noch immer das Higher Low. Und ich glaube sogar, dass das heute der Peak von dem Higher Low war. Wo ist unser V under A? Im besten Fall ist unser V under A hier bei 0,07 Cent oder es ist die 0,786. Da müssen wir hier runter. Müssen wir schauen. Aber auf jeden Fall brauchen wir LMT. Es sollte runtergehen. Ja? Also entweder wir bouncen bei 0,07 oder wir bouncen bei 0,05. Auch dazu sei gesagt, das wäre dann bullish, wenn die Aktie das überlebt. Ja? Weil so niedrig kann es locker sein, dass diese Aktie einfach verschwindet. Das kann das Fractal wirklich nicht vorhersagen. Ja? Wenn es überlebt, nach diesem Higher Low, nächstes Target ist $1,70, 0.5 Pullback, Breakout Retest, rauf zu B, $6,91, 0.5 Pullback und dann ist eigentlich nur noch die Frage, Allzeithoch oder nicht. Wenn wir hier sind, schaut es wieder bullish aus. Ja? Und ich glaube, wir werden diese Pullbacks bekommen, weil wir sehen, glaube ich, schon den Pullback auf B. Also ich glaube, wenn wir das machen, sehen wir den Pullback. Okay. Ja, schauen wir mal, was uns AMC und GME diese Woche noch gibt. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like. Erklärvideo hier, Playlist hier. Das Video mit den vollen Geschichten da ganz drüben. Und wenn ihr mehr sehen wollt, gebt mir ein Abo. Wir sehen uns morgen.